Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch der Björn ist gut ausgekommen. Silvernagle came in and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. But it suddenly came in their face. Race crew took home third spot, but they were too laps down. The CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzlich willkommen heute hier zur Sunday Grand Prix Series in Summit Point in Amerika. Ein Mickey Mouse Kurs, der sich eigentlich für diese Fahrzeuge überhaupt nicht eignet. Natürlich unser Tommy wieder am Start und schauen wir mal, wie der sich heute hier so schlägt. Wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. Ich weiß es noch nicht, ey. Das ist, haha, sie sind schnell hier und ich bin nicht so schnell, habe ich das Gefühl. So, da sind wir heute also in Summit Point zu Gast. Ein Kurs, der sich eigentlich für solche Fahrzeuge gar nicht so eignet und der auch nicht wirklich zu Tommys Lieblingsstrecken gehört. Nichtsdestotrotz, der Kampf in der Meisterschaft spitzt sich langsam zu. Wir werden sehen. Ja. Sebastian, Kurt Klepper, Ryan Freeman, Vandenberge. Oh. Vandenberge ist hier. Auto Nummer 7 hier. So, als erstes mal hier den Spotter einschalten. Qualify. Adam ist dabei. Ja. Wolfram ist dabei. Byron ist da. Der Kurt ist mal wieder am Start. Pablo El Suarez bei uns im Split. Der hat ganz schön eingebüßt. Der hatte über 3000, der hat 2600 nur noch. Nach dem Rennen hat sich hier auch Byron Long bei uns gemeldet und gemeinsam mit uns das Rennen nachbearbeitet, sodass ihr ihn ab und zu mal in den Crash-Replays hören werdet. Die komplette Rennanalyse haben wir separat nochmal aufbearbeitet. Die gibt es direkt nach dem Rennen hier auf unserem Kanal. Und nachdem Byron zu uns in den Discord-Chat gekommen ist, haben wir auch versucht, das Ganze auf Englisch für unser internationales Publikum durchzuziehen, was teilweise sehr, sehr lustig ist. Da kann jeder interessierte Zuschauer auch mal sehen, wie wir die Rennen gemeinsam nachbearbeiten. Hei, Herr Kapitän. Damit wird jetzt das Qualifying losgehen, oder? Ja, ja, jetzt ist Qualifying-Zeit. Tommy, ich drücke dir ganz fest drauf. Ja, das kann ich gebrauchen hier, das glaubt mal. Auto Nummer 7 hier. Ei. Und da ist die Quali auch schon wieder in vollem Gange. Robert fährt schon mal raus und macht die Reifen warm. Auch hier Timothy Vandenberger in seiner Aufwärmrunde. Tommys härtester Gegner diese Saison. Heute haben wir auch Pablo El Suarez wieder hier im Grid stehen. Hat ein bisschen I-Rating verloren und ist daher nicht mehr im ersten Split. Auch Art McEwen oder Art McEwen steht heute wieder mit im Grid. Ich würde mal sagen, heute bis auf Adriano Dantas und Russell J. Bryan, alles bekannte Namen heute hier für unsere Zuschauer. Und da kommt Timothy das erste Mal über den Zielstrich, wie erwartet Pole. Was für eine starke Zeit hier. Auch Tommy hier die erste Runde geschafft. Erste Runde schadlos überstanden.
Eine 1, 2, 2. Da fehlen ihm fast 7 Zehntel auf die derzeitige Pole. Aktuell P6. Hier haben wir auch mal Byron im Bild. Ist gerade in seiner ersten gezeiteten Runde. Der Wolfram ist schneller als du. Wolfram hier in der ersten Runde schon mal eine super Zeit hingelegt. Liegt aktuell auf dem 3. Platz. Ist ja in Hockenheim auf P2 gerast. War ein ganz starkes Rennen. Da ist der Knoten endlich mal aufgegangen. Hoffen wir mal, dass er heute daran anknüpfen kann. Und Timothy kommt jetzt hier zum zweiten Mal über die Ziellinie. Wow. 1-0-1-0-3-9. Timothy Vandenberge. Da ist Timothy hier seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Wahnsinn. Ich bin mir sicher, da kommt niemand mehr ran. Und da kommt jetzt auch Tommy Richtung Ziellinie mit einer signifikanten Verbesserung. Wow. Top. Super, Tommy. P2 vorläufig. Geht doch. Aktuell P2. Ja, lass mal. Der Vandenberge sagt mir Good Luck, Thomas. Ja. Der M-Driver. Wolfram auf P6 hier. Super. Vor Pablo Suarez. Adriano. Oh, der Sebastian Sual, der hat sich... Boah, aber guck mal, die sind alle... Ach du Scheiße, die sind alle auf 1,5. Guck mal, der Bayern mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 14. Boah, was hat denn der gemacht hier? Der Adam hat die Quali verhauen. Kurt hat keine gefahren, Lenz Simon hat keine gefahren und Austin Allen hat auch wahrscheinlich keine gefahren. Sebastian Coal hatte ich noch auf P3 verdrängt. Ja. Das war der Kollege, mit dem du in Spa gekämpft hast. Ja. Art McEwen auf P4, Ryan Freeman auf 5. Aber schau mal, die sind ja alle, der Wolfram, guck mal, Platz 3, 4, 5, 6. Das ist alles 1, 10, 5. Die haben alle dieselbe Zeit quasi, ne? Meine Güte, ey. Ah, Tommy. Robert Simpkins auf 13, Byron 14. Michael Morell, habe ich noch nie gehört, auf 15. Kurt auf 16. Jetzt geht hier die Startaufstellung los. Oh, ey. Eieiei. Das ist der Patrick. Ich hab Angst. Was für eine Dreck. Ich schick dir ein Plüsch-Teddy zum Kuscheln. Ja, mach mal. Ein mit Helm. Da stellen sich die Jungs jetzt auch langsam alle auf. Die Uhr tickt runter und das Adrenalin steigt. Ich denke mal, der Sieg wird heute nur über Timothy Vandenberge gehen. Na komm. Ah, ich stehe auch noch innen. Zwischen Tom und Okay. Timothy noch Sebastian Coal, der in Hockenheim auch auf Pole stand und den Start vergeigt hat. 10, 9, 8, Okay. 7, 6, 5, 4, 3, Hoffentlich geht das gut. 1. Und da schwenkt der Marshall auch schon die grüne Flagge, die wilde Jagd ist eröffnet. Es scheinen alle hier recht gut vom Start weggekommen zu sein. Es gibt an der Spitze hier einen Zweikampf um die Führung. Sebastian und Timothy fahren hier gemeinsam auf die erste Kurve zu. Timothy in der besseren Position innen, kann sich da auch durchsetzen. Tommy direkt hinten dran, dahinter dann Art McEwen auf P4. Einige Fahrer sind auch aus der Box gestartet. Ich sehe gerade auf P5 dann Adriano Dantas, Brasilianer, den wir hier heute zum ersten Mal in der Serie sehen. Direkt dahinter auf P6 Wolfram und der wird verfolgt von Ryan Freeman. Dahinter dann auf P8 George Batev, auf 9 Miguel Morland und die Top 10 schließt Russell J. Bright ab. Scheinen hier alle gut aus den Startlöchern gekommen zu sein. Austin Elliott hatte einen kleinen Ausritt durch Kiesbett, konnte aber weiterfahren. Nicht weiter erwähnenswert. Hier haben wir Kurt Klapper hinter Lenz Simon. Kurt wie immer von ganz hinten losgefahren und Timothy hat jetzt schon einen kleinen Gap zwischen sich und Sebastian bringen können. Thomas fällt da schon ab. Art McEwen auf 4 und Adriano Dantas auf 5. Top-Start für die Jungs hier vorne. Die erste Runde ohne gröbere Zwischenfälle im Feld geschafft. Wahnsinn. Hinten gibt es schon die ersten Überholversuche. George Batev geht an Miguel Morland vorbei und auch hier Mark Cruikshank setzt jetzt an, um Robert Simpkins zu überholen. Alte Reifen noch. Und da schlüpft er auch vorbei, sauber gemacht. Ordentlich Gummi auf der Straße gelassen. Scheiße. Miguel auf P7 konnte sich den Platz vom George wieder zurückholen. Allerdings nach vorne zu Wolfram Pfund. Schon fast eine Sekunde Lücke und hier der Kampf zwischen Robert und Mark geht hier weiter. Robert konnte sich den Platz wieder zurückholen.
direkt dahinter Byron Long schaut sich das hier an und hier vorne Tommy verfolgt Sebastian COA, während Timothy schon die Segel gesetzt hat. Timothys Pace heute ist unglaublich, der fährt fast eine Sekunde schneller wie der gesamte Rest des Feldes. Da kann sich Timothy heute nur selbst schlagen. Hat ja schon das ein oder andere Mal in aussichtsreicher Position sein Auto weggefeuert. Wollen wir es nicht hoffen. Ein Topstart heute auch für Wolfram auf P6 und hier vorne für Art McEwen. Schauen wir mal, vielleicht kann Wolfram an sein erfolgreiches Rennen letztes Wochenende anknüpfen. Kann allerdings die Pace zur Spitze jetzt nicht ganz mitgehen. Nichtsdestotrotz P6 im Moment absolut top. Direkt hinter ihm die zwei Streithähne, Miguel Morland und George Spatev, sind jetzt schon fast 1,5 Sekunden weg. Super Duelle hier im Mittelfeld und alles fair und sauber. Früher bremsen, erste Kurve. Auch Ryan Freeman steckt da mittendrin auf P10, wird verfolgt von Pablo El Suarez und direkt vor ihm Russell J. Bright. Robert Simpkins heute auf 12, hat da schon einen größeren Abstand zu der Gruppe hier vorne und muss sich mit Mark Cruikshank rumschlagen. Und jetzt hat man im hinteren Feld doch den ersten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Dann hast du den Austin Elliott hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach du Scheiße, ja. Zu schnell in die Kurve und dann segelt er hier mit Schmackes ins Kiesbett. Eine halbe Runde weiter. Eingang, Start und Ziel, das endgültige aus. Auf dem Curb, letzte Kurve. Da hat es nämlich viele. Das ist eine typische Stelle. Du kommst da so schnell um die Ecke und sobald du auf den Curb kommst, bom, hebelst Auto aus. Der Unterboden, der knallt auf den Curb und das war's dann. Sehr schade, da haben wir den ersten Ausfall des Tages heute zu verzeichnen. Wir sehen es gerade oben im Ticker, Austin hat sich auch direkt ausgelockt, da wird das Auto zu schwer beschädigt sein. Timothy hier mit einer Rekordrunde nach der anderen vor Sebastian Theal und Tommy auf P3. Art fällt da schon ein kleines bisschen ab, ist schon fast eine Sekunde Abstand. Dafür, dass der Tommy die Strecke nicht mag und kaum geübt hat, läuft es bisher relativ super, muss man sagen. Man soll den Tag jedoch nicht vor dem Abend loben. Wir sehen es da bis Wolfram P6, alles noch in Reichweite. Miguel fällt jetzt nach vorn zu George Spatev etwas ab. Der Abstand beträgt schon weit über eine Sekunde. Und dahinter drücken Russell J. Bright, Ryan Freeman, Pablo Suarez. Hinter Pablo dann eine etwas größere Lücke von über 2 Sekunden zum Robert, der Mark Cruikshank und Byron Long im Nacken sitzen hat. Boah. Die hauen wir ab da vorne, Patrick. Keine Chance. Tommy, das läuft super. Schön konzentrieren. Es geht ja heute hier nicht unbedingt darum zu gewinnen, sondern genügend Punkte einzuheimsen. Das ist nicht deine Lieblingsstrecke, so viele Punkte. Um in der Meisterschaft am Timothy dran zu bleiben. Er, denke ich mal, wenn er heute hier gewinnt, wieder dicke Punkte einsacken wird. Und da George Spatev greift jetzt Wolfram an, muss ich da aber nochmal einsortieren hinter ihm. Und auch dahinter gibt es wilde Kämpfe. Miguel Morland muss ich da Russell J. Bright erwärmen. Ein super Start von Wolfram in das Rennen hier heute bisher. Das ist jetzt hinter dir passiert. Wir befinden uns gerade in Runde 5. Und vor den zwei Jungs musste Art McEwen jetzt seinen 4. Platz an Adriano Dantas abgeben. Adriano hier als Gaststarter heute ein Top-Rennen. Aber auch für den Art läuft heute richtig super hier. Währenddessen gab es im hinteren Feld einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten hin. Nächster Zwischenfall. Byron Long. Ja, ein bisschen zeitlich Gas gegeben und das Auto dreht sich ein. Ach du Scheiße. Oh, aber noch Glück gehabt. Dreht sich hier zum Glück direkt von der Strecke weg und wartet auch ab, bis alle vorbei sind und weiter geht's. Ei. Und oben im Bild sehen wir es, George Spatev geht jetzt an unseren Wolfram vorbei. Damit Wolfram auf P7 zurückgefallen. George hat hier offenbar eine höhere Pace. Ist letzte Runde auch über eine Sekunde schneller gefahren als Wolfram. Und von hinten rückt schon Miguel Morland an. Am Ende der Gruppe hier spitzt sich das Duell um P10 zu. Pablo gegen Ryan. Pablo drängelt und will hier unbedingt vorbei. Ryan macht aber nicht freiwillig Platz. Ein super Duell, dadurch verlieren die Jungs allerdings den Anschluss nach vorn. Jetzt sticht hier Pablo innen rein und da geht er auch durch. Das war energisch angegriffen. Pablo dem Ryan aber absolut keine Chance gelassen hier. Und man sieht deutlich, er kann sich sofort absetzen. Da hat Ryan ihn etwas aufgehalten. Nach vorne zum Russell klappt schon eine Lücke von 1,5 Sekunden. Die muss man auch erstmal wieder zufahren. Und so wie es aussieht, hat der Pablo auch eine ziemlich hohe Pace, um da eventuell vorne ranzukommen. Völlig unangetastet heute Timothy Wandenberger. Sebastian kann ihm da Ach und Krach folgen und auch Tommy hier schon inzwischen mit 2,5 Sekunden Abstand zum Sebastian. Jetzt sind schon fast 3 Sekunden. Fast 2,5 Sekunden Abstand nach hinten, das ist verrückt. Ja.
Nach hinten der Abstand ähnlich groß wie nach vorn. Hier zu Adriano Dantas, der eine Gruppe von Verfolgern anführt. Direkt dahinter Art McEwen auf 5 und George Batev auf 6. Wolfram da schon eine Lücke von noch fast einer Sekunde. Bisher ein Top-Rennen hier auf P7, direkt verfolgt von Miguel Morland und Russell Bright. Oh, und wir haben es gerade andeutungsweise im Chat gehört, da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben, den wir uns direkt mal anschauen müssen. Hier stehen auch noch die Qualmwolken, während wir hier den Bayern im Bild haben. Da muss es einen größeren Zwischenfall gegeben haben, den schauen wir uns jetzt direkt mal an. Nochmal hier Robert Simpkins. Oh nein! Die sind sich hier nicht einig und räumen sich hier gegenseitig ab, schade. Ach du meine Güte. Ach du Schande. Robert Simpkins und Mark. Oh, Quickshank. Oh ja. Boah, aber die zwei da. Oh meine Güte. Quickshank heißt der. Und hier Robert Simpkins. Oh nein. Robert Simpkins, der ist raus. Oh Gott. Ja. Und beide stehen jetzt hier auch an der Box mit zerstörten Fahrzeug und müssen einen Reparaturstopp einlegen. Mal schauen, ob sie noch mal rausfahren können. Das gibt sicher nach dem Rennen dann auch Diskussionen. Hier Timothy inzwischen über 1,5 Sekunden Vorsprung und Miguel Morland hat inzwischen den Wolfram passiert. Wolfram auf P9 zurückgefallen inzwischen. Da ist auch Russell J. Bright mit vorbeigegangen. Und von hinten kommt Pablo, der drückt jetzt schon, aber gewaltig. Der Russell, der ist auch an Miguel Morland vorbeigegangen. Hat eine super Pace hier. Ich habe ihn bisher noch nicht in der Serie gesehen, schlägt sich hier aber super. Während jetzt Wolfram hier arg unter Druck gerät von Pablo El Suarez, der wird wohl über kurz oder lang an ihm vorbeigehen. Hier hinten Adam heute selten im Bild, P13. Ist heute nicht sein Tag, schätze ich mal, ist auch, denke ich mal, nicht seine Strecke. Vor ihm Kurt Klapper. Von 16 losgefahren, liegt schon auf P12. Boah, der ist eine Sekunde schneller, ey. Wahnsinn. Die sind beide vorne wahnsinnig schnell unterwegs. Wie gesagt, der Sieg ist ja heute auch nicht das Ziel. Podiumsplatz absichern, das wäre schon mega super und bringt eine Menge Punkte für die Meisterschaft. Timothy fährt eine Rekordrunde nach der anderen. Ja, das Auto wird jetzt auch immer schneller tatsächlich. Der Sebastian COA, der ist nur ein Zehntel schneller gefahren wie du. Tommys Pace ist trotzdem super. Er fährt immer ein paar Zehntel schneller wie sein Hintermann. Aber hier musst du echt auf die Reifen aufpassen. An die Pace vom Timothy kommt niemand dran. Der ist heute mal wieder wie vom anderen Stern unterwegs. Robert Simpkins steht leider wieder an der Box. Fährt hier als einziger im Feld 1,1er Zeiten und das permanent. Hoffentlich zerstört sich der Timothy nicht seine Reifen. Mal Visierwechsel durchgeführt. Oh, und wir sehen es gerade im Ticker. Ryan Freeman ist da plötzlich verschwunden. Ich hoffe, du hast es nicht auf die Strecke geschmissen. Schauen wir gleich mal, was da passiert ist. Ich hab's hier in die Seitentasche gesteckt. Alter. So. Ist der eingeschlafen? Scheinbar. Och du Scheiße. Was ist denn da passiert? Ryan Freeman, das sieht aus nach einem Hardware-Defekt. Oh nein, der Arme. Kein Mensch weiß, was da passiert ist. Wir haben es oben im Ticker gelesen, da ist wahrscheinlich die Internetverbindung abgerissen. So ein Pech. Schade für Ryan, lag hier an aussichtsreicher Position und hatte bis hierher ein tolles Rennen. Miguel Morland kämpfte immer noch mit Wolfram Pfund und Pablo Suarez um die Position. Pablo nützte auch jeden Zentimeter der Strecke, man sieht da den Dreck aufsteigen. Russell ist da auch noch vorne dran, ein schönes Quartett hier. Wir befinden uns jetzt hier in Runde 10 von 41, also haben wir ungefähr ein Viertel des Rennens schon geschafft. Allerdings haben wir zum jetzigen Zeitpunkt schon ein paar Ausfälle zu verzeichnen, wobei ich gerade sehe, dass Robert wieder ins Rennen zurückgegangen ist mit 2 Runden Rückstand auf P16. Eine tolle Einstellung, das Rennen hier trotzdem zu Ende zu fahren. Robert ist trotz diverser Zwischenfälle eigentlich recht gut positioniert in der Meisterschaft. Oh, jetzt greift hier Pablo El Suarez an und geht da auch innen vorbei. Ein tolles Überholmanöver. Oh nein, oh nein! Oh, und da fliegt Wolfram ab. Ach du Scheiße, nein. Oh Mann, Wolfram ist da wahrscheinlich ein bisschen zu stark auf den Körper gekommen und harter Einschlag. Das Auto ist völlig hinüber. Schade, hat bisher eigentlich so ein tolles Rennen, hat zwar in den letzten Runden ein paar Plätze verloren. Ach Mann, schade, echt schade. Dieser verdammte Körper da, das schauen wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Wolfram Pfund, letzte Kurve hier. Oh. Boah, das ist auch... Ah. Bom. Ein Millimeter zu weit auf den Körper, ausgehebelt und weg war er. Schade. Vermesse nix. Damit das Rennen von Wolfram wahrscheinlich gelaufen. Hatte sich in der Meisterschaft erst so gut nach vorne gearbeitet. Ich glaube, er ist sogar in Top 10 angekommen. Inzwischen war auf Platz 10 in der Meisterschaft gelistet. Und dann heute der Ausfall, deswegen besonders schmerzlich. Schade von Wolfram. Wolfram Pfund ist auch raus, ne? Er ist eingeschlagen. Oh Gott. Ah, da ist jemand im Chat.
War ich jetzt gerade schlecht, bitte? Wir durften ja inzwischen Wolfram kennenlernen und ich muss sagen, ist ein sehr, sehr positiver Mensch, ähnlich wie Tommy. Und ich denke mal, er wird das schnell weggesteckt haben. An der Stelle mal einen ganz lieben Gruß. Sein Kumpel Adam ist ja hier noch im Rennen unterwegs. Da hat der Wolfram heute das interne Prestige-Duell verloren. Ich bin auch sofort wieder weg. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Hi, Bernie. Hallo Bernie. Menschenskinder, das gibt's doch gar nicht. Da liegt der Adam an derselben Stelle wie Wolfram eine Runde vorher. Tom fährt gerade hier in Summit rein. Das wird sicher so einige Lacher zwischen den beiden gegeben haben. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das anstrengend ist mit der Kiste. Boah, Adam kann aber weiterfahren. aber liegt gut auf dem 3. Platz. Da war der Einschlag nicht ganz so hart. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und noch einen schönen Sonntag. Ne? Wartet Jo. gut. Bernie, wir Gleich quatschen die mal, Woche. ciao. Bis dann, tschüss. Ciao. So, here we got Adam Platzka. Oh, And the our friend same Adam. thing. Gleiche Stelle, gleiche Welle wie Wolfgang. Allerdings kann er einen harten Einschlag verhindern, schlägt jetzt zwar an, kann aber weiterfahren, aber das Auto ist trotzdem krumm. Ja, Damit hat sich das Feld jetzt ein bisschen ausgedünnt und die Positionen sind erstmal bezogen. Pablo inzwischen auf P9, vor ihm Miguel auf 8 und Russell auf 7. Dann Kurt Klapper hier, inzwischen auf P10 angekommen. Vor ihm ist Robert unterwegs auf P15. Robert macht das hier genau richtig, wenn er in der Meisterschaft noch eine Rolle spielen will, jeden möglichen Punkt irgendwie mitnehmen. Inzwischen hat Byron hier seinen Rückstand auf Lance Simon wettgemacht und jagt hier um den Kurs. Die Plätze 11 und 12 und bis auf den kleinen Rutscher vorhin für Byron heute ein recht problemloses Rennen. Scheint auch eine Menge Spaß zu haben, wie man sieht. Vielleicht klappt es ja heute auch mal mit einem Top-10-Platz, das wäre schon cool. Nach hinten zu Michael Morell hat er reichlich Luft, das sind 4,5 Sekunden ungefähr. Das schwankt immer ein bisschen, aber ein gemütlicher Sicherheitsabstand. Oh, und Adam steuert jetzt hier die Box an. da ist er 2 Sekunden verloren, jetzt auf den Suiwal. Und dann fängt er sich hier beim Reinfahren gleich noch eine Strafe ein und muss 15 Sekunden länger sitzen. Oh Mann. Da ist unser Tommy heute der Letzte, der hier die deutschen Fahnen hochhält. Hier gibt es einen schönen Fight um P4 immer noch zwischen Adriano Dantas, Art McEwen und George Bartev. Von hinten kommt jetzt auch Russell J. Bright immer näher. Der Adam Glatzka auf 15 hier. Er stand gerade an der Box. Adam mit runden Rückstand Und hat sein Auto repariert. nach Reparaturstopp aus der Box wieder rausgefahren, versucht leider das Rennen auch irgendwie vernünftig zu beenden. Oh, Hier vorne der Leader Timothy Vandenberger inzwischen 3,5 Sekunden Vorsprung auf Sebastian Theoal. danke, Jung. Und Tommy jetzt hier unseren Adam überrundet, bedankt sich bei ihm. Für den Tommy werden die Abstände nach vorne und hinten auch immer größer. Sind inzwischen 5,5 Sekunden nach vorne und noch ein Stück mehr nach hinten. Bisschen erschrocken hatte mich da schon, ey. Während hier jetzt George Bartev Art McEwen überholt hat. Die Plätze 5 bis 9 hier ganz dicht beisammen. Davor Adriano Dantas kann sich von der Gruppe hier schon absetzen. Das gibt jetzt hier sicher noch einen heißen Tanz. Wir befinden uns gerade in Runde 16 von 41. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Durch die Kämpfe hier hinten kann sich Adriano vorne immer mehr aus dem Staub machen. Ein tolles Rennen für unseren Neuling in der Serie hier heute. Adriano ist Brasilianer. Man sieht es auch an seinem tollen Paint. George Bartev kann sich jetzt ein bisschen von Art lösen und da gibt es einen Angriff. Russell und Miguel. Miguel kämpft hier gegen Pablo El Suarez, während davor Russell den nächsten Angriff startet Richtung Art McEwen. Art kann sich da aber noch einmal behaupten, so wie es aussieht. Seite an Seite geht sie durch die Kurven. Tolle Duelle hier vorne. Nächste Kurve, hier hat Art einen Vorteil und Russell reiht sich da noch mal hinten ein. Aber ich denke mal, da ist da lange nicht aller Tage Abend. Auch dahinter geht's rund. Pablo drängelt hier wie verrückt. Wahnsinnig Duelle hier. Jetzt schiebt sich das hier immer mehr zusammen. Pablo außen ist da schon an Miguel Morland vorbeigegangen. Da hat er auch ein tolles Überholmanöver hingelegt. Wahnsinn. Eine starke Fahrzeugbeherrschung von den Jungs. Dahinter klappt schon eine riesige Lücke zu P10, zu Kurt Klapper. Sind jetzt schon über 8,5 Sekunden. Das ist hier Rennsport auf höchstem Niveau. Tolle Duelle und herrlich anzuschauen. Nein! Miguel jetzt hier auf P9 zurückgefallen. Oh, da segelt unser Tommy durch die Gegend hier und verliert einen Haufen Plätze. Scheißstelle. Oh Mann. Ach, ich denke mal auch auf den Kopf gekommen. Eine Unaufmerksamkeit. Mist. Und die ganzen Plätze dahin. Tommy fällt jetzt hier bis auf P9 zurück. Und da hinten Adam eiert ja auch heute durch die Gegend. Jetzt heißt zusammenreißen, konzentrieren und weiter geht's. Und da hat es schon wieder gekracht hier vorne. Da liegt ja der Nächste. Was ist denn jetzt hier los? Das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Erstmal jetzt den Unfall von Tommy nochmal.
Und da haben wir Thomas Silbernagel. What do you think? What will happen next? Groundhog fuck. Well, the smart man would go to the left. Groundhog Day. Und Hexen ist das Murmeltier. I was not smart in that situation, Oh, but no. I was lucky. Und wir schieben den anderen Zwischenfall gleich noch hinterher. Art McEwen. Russell J. Bright. Divebombe und Art fliegt ab. Schade. Yeah, It looks like Russell understeered. Yeah, it's a kind of lock up. He locked Lock up. up and right. Ja. Racing incident. Was fahren die für Rundenzeiten hier, der Miguel Morland? Miguel Morland 1,42 ist der die letzte Runde gefahren. Der ist aber auch überholt worden, da die anderen fahren 1,23 ungefähr. Adriano Dantes 1,26. Das ist noch mehr als die Hälfte des Rennens Zeit. In der Zwischenzeit hatte auch Adam noch einen Zwischenfall. Adam Glatzka hier noch einmal. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben und rups, geht das Auto rum. Das war ein bisschen. Hat jetzt, glaube ich, auch die Schnauze voll und stellt ab. Da ist dann jetzt doch hier so einiges los. Michael Morell hier auf P13, fährt den Feld hinterher, wird bald eingeholt von Timothy Wandenberge, der inzwischen 5,5 Sekunden Vorsprung hat. Hat heute wieder mal ein wahnsinnig tolles Rennen. Lässt sich hier von nichts und niemandem beeindrucken, aber auch Sebastian Coal hier auf P2, ein Top-Rennen heute. Nach hinten zu P3 inzwischen eine Lücke von über 11 Sekunden. Hier auf Adriano Dantas, der jetzt hier mit George Batev um den letzten Podiumsplatz kämpft. Durch die Zwischenfälle vorhin die Lücke nach hinten etwas größer geworden. Pablo El Suarez 2,5 Sekunden weg. Oh Mann, Patrick. Anstrengend. Arsch, Knappbacken zusammenkneifen, ist noch lange nicht zu Ende. Runde 21 von 41. Wir haben jetzt Halbzeit überschritten und das Duell hier geht in die nächste Runde. George gegen Adriano. Adriano kann sich immer noch vorn behaupten. Mal schauen, vielleicht kommt da Pablo und Miguel noch ran. Auf jeden Fall gibt das richtig Zunder, wenn Pablo da noch aufholen könnte. Liegt jetzt inzwischen auf P5. Und wir sehen es gerade, Wolfram Pfund und Adam Glatzka haben beide hier disconnected. Sehr, sehr schade. Da wird auch beim Wolfram das Auto zu schwer beschädigt worden sein oder er hat keine Lust mehr gehabt. Adam Glatzka ist raus. Am 10. Weil ich noch einen Dreher hatte. Das hat unsere Kamera leider nicht eingefangen. Das müssen wir uns jetzt gleich nochmal im Replay anschauen. Hast du das nicht mitgekriegt? Nein. Timothy baut hier seinen Vorsprung immer mehr aus. Ich hatte noch einen Dreher. Und noch einmal Tommy, was für ein Tag. That happens to me again. Lucky. Very. Noch einmal Glück gehabt und weiter geht's. Und George Batev hat es jetzt geschafft. Nach mehreren Angriffsversuchen ist er jetzt an Adriano Dantas vorbeigegangen. Pablo kommt von hinten immer näher. Ein starkes Rennen heute vom George. Von P9 gestartet liegt er jetzt hier auf Podiumskurs. Hier hinten kämpft Byron immer noch mit Lenz Simon. Jetzt hier der nächste Angriff. Oh, tolles Überholmanöver. Da energisch reingestochen und vorbeigegangen. Top gemacht, super. Die Jungs haben zwar nicht ganz die Pace, um vorne mitzugehen, liefern sich aber trotzdem hier einen tollen Fight. Und ich bin mir sicher, dass beide ein richtig schönes Rennen haben. Jetzt hier der nächste Angriff. Lenz außen, Byron innen. Seite an Seite geht es hier durch die Kurve. Jetzt Lenz außen, Überholvorgang. Ganz stark hier vom Lenz. Kann die Kiste auf Kurs halten. Da hat Byron aber auch fair mitgespielt. Ein tolles Duell von den Jungs, das jetzt hier schon über mehrere Runden geht. Adriano Dantas hier auf P4 verliert langsam den Anschluss nach vorn zu George Batev. Der konnte sich jetzt schon über eine Sekunde von den Jungs hier absetzen. Von hinten kommt Pablo Suarez immer näher. Da wird sich Adriano warm anziehen müssen. Oh, hier vorne George Batev nimmt hier jeden Zentimeter der Strecke mit und geht durch den Dreck. Ich wollte gerade sagen, da wird sich George Batev warm anziehen müssen. Pablo ist nicht unbedingt der netteste Gegner. Pablo ist ziemlich kompromisslos, wenn es ums Überholen geht. Oh nein, und was ist denn da los? Plötzlich ist der Tommy hier verschwunden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Und da kommt es auch oben über den Ticker. Die Internetverbindung abgerissen. Ach du Scheiße, was für eine Katastrophe. Das Rennen beginnt mit F1 Professional von Tonka Racing. Du fährst wie die Profis, mit allen Schikanen. Benzinstandkontrolle. Oh Mann, da war der Tommy plötzlich verschwunden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Jetzt den Turbo zünden. Hoffen wir mal, dass er hier wieder zurückkommt. Wird sich sicher bald melden. Da muss ich auch erstmal kurz durchatmen. The pros who run on road race courses
championships. And at the Indy 500, run for all they're worth. And more of these pros run on Valvoline racing oil than any other brand. Valvoline, the motor oil the pros run on. Now, doesn't that tell you something about the brand of motor oil you should run on? Valvoline, a product of Ashland Oil, a growing worldwide company. Und oben im Bild sehen wir ein tolles Duell zwischen Pablo und Adriano um P4. Seite an Seite geht es hier Kurve um Kurve. Und ich hoffe mal, dass die Jungs sich jetzt hier genug Raum lassen. Da kann sich Adriano auch wieder durchsetzen. Und Pablo reiht sich dann nochmal hinten ein. Starkes Duell von den Zweien hier. Schauen wir mal, wie lange sich Adriano da behaupten kann. Im hinteren Feld gab es noch einen kleinen Zwischenfall. Den schauen wir uns nachher nochmal an. Jetzt schauen wir erstmal, was der Tommy hier zu sagen hat. Patrick? Ja? Rechnerabsturz. Ich bin rausgeflogen. Mein Rechner hat neu gestartet. Warum das? Ja, warum das? Keine Ahnung. Frag mich doch. Oh Mann. Was für ein Desaster. Und Timothy, Ist doch gar nicht. der Führende in der Meisterschaft, liegt vorn. Der erste Totalausfall diese Saison. Es gibt zum Glück ein paar Streichergebnisse. Ja. Ach, Tommy. Das erste Mal ist dir das passiert, oder? Ja. Und wir schauen uns jetzt mal schnell den Unfall von eben an. Ah, naja, dann kannst du ja ein bisschen mit hier reingucken. Dann Ja, Simon Warner. und Byron. Oh, what? Ja, ja, ja. Simon dreht sich da weg und Byron kommt ganz knapp vorbei. I kept just peeking out from behind his rear tire, just making myself visible in his mirror. And too much pressure from that handsome bugger in the Lando Norris crash helmet. Da hat sich ja auch dein Twitch ist ja da abgestürzt. Machst du wieder an? Der ist auch abgestürzt, ja. Damit liegt er bei und jetzt in den Top 10. Wir haben es gesehen, Lance Simon hat einen Dreher. Ja. So fühlt es sich an, wenn der Rechner mitten im Rennen neu bootet. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, wahrscheinlich hier Windows-Update. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall abhaken, einloggen und weiterfahren. Geh wieder auf die Strecke so. Ich möchte, dass das Rennen ja zählt hier, ne? Auf jeden Fall noch durchs Ziel fahren und so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Ja, hat ja super angefangen. Oh, und hier jetzt Lance Simon, der nächste Rutscher. Oh, 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 oh. oh! Scheiße, nein. Was denn? Simon ist gestrandet und Timothy Wandenberge ist an ihm hängen geblieben. Ich hoffe, Okay. das Auto ist nicht kaputt. Oh, das war jetzt so unglücklich. Er hat quer zur Strecke gestanden und der Timothy wollte an ihm vorbei und ist mit dem Hinterrad hängen geblieben. Lance ist aber still stehen geblieben und hat sich nicht berührt. Liegt immer noch in Führung, aber so wie es aussieht, schmilzt sein Vorsprung gerade zusammen. Da dürfte die Aufhängung beschädigt sein. Oh, wow. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Offensichtlich ist sein Auto nicht. Heute ist ein Tag hier, da ist der Wurm drin, aber total. Lance Simon. Oh, the second one. Tim was kicking off about that. Das ist okay. der Death of Timothy. Lance Simon dreht sich hier noch einmal und Timothy Wandenberge bleibt dran hängen. Dear, A bit impatient. Ach, Tommy, das tut mir wirklich leid. Heute jagt hier eine Katastrophe die nächste. Timothy liegt immer noch in Führung, verliert aber massiv Zeit Fahr wieder raus. auf Sebastian Theoal. Es sind jetzt nur noch ein bisschen mehr als 2 Sekunden. Die ganzen Zwischenfälle heute hier im Rennen werden wir, wie gesagt, im Podcast nach dem Rennen gemeinsam mit Byron Long mal in Ruhe besprechen und auseinandernehmen. Ist ja so einiges passiert heute bisher. Es lief ja vor Tommys PC-Shutdown nicht ganz so rund für ihn. Hatte da schon den einen oder anderen Ausritt und viele Plätze verloren. Jetzt allerdings mit, ich glaube, 4 Runden Rückstand. Miguel hier konnte jetzt seinen Rückstand zu Pablo und Adriano wieder wettmachen. Und jetzt ist aus dem Duo hier ein schöner Dreikampf geworden. Die Plätze 4, 5 und 6. Art McEwen da schon 4,5 Sekunden weg von dem Grüppchen hier. Ich wollte mir ja gestern diesen Renault da kaufen, ne? Ja. Da habe ich gesehen, kein Mensch fährt den. Sei froh. Und Timothys Vorsprung hier spitzt sich immer mehr. Und Timothy, schon. sein Vorsprung ist jetzt weg, komplett. Oh, und direkt hinter den Jungs fällt hier auch George Bartev. Der hat irgendwo einen Zwischenfall gehabt. Da müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Und George ist auf P6 zurückgefallen, während jetzt hier Timothy auch unter Druck gerät. Ja, 14 war. Tommy auf P14 wieder rausgefahren. Das letzte? Nö, ne? Nein. Wir haben hier 19 Fahrer am Start. So, George Batev hier. Oh, wait, first gear and... George war hier ein bisschen schnell, segelt von der Strecke, kann aber weiterfahren. Nur ein paar Plätze verloren. Lucky, weiter. ja, Oh. ja.
Da gibt es halt doch so einiges nachzubearbeiten. Sebastian macht es hier richtig Druck auf Timothy und versucht da auch vorbeizugehen. Man merkt, dass der Timothy da eine Beschädigung hat und mit dem Fahrzeug kämpft. Ich denke mal, da wird die Hinterradaufhängung einen gehörigen Schlag abbekommen haben. Nach hinten zum drittplatzierten 16 Sekunden Luft, das wird schwer für Timothy. Aber ich habe den Kurt Klapper wieder vor mir. Dann hatte ich auch vor mir, als er abgekackt ist. Nur, dass der jetzt ein paar Runden Vorsprung hat. Kurt liegt inzwischen auf P9. Der Kurt ist gemütlich als letzter losgefahren, hat keinerlei Zweikämpfe, nichts und einer nach dem anderen fällt aus. Der liegt jetzt schon auf 8. Ja. Wie gesagt, Kurt liegt auf 9, trotzdem ein Top-Rennen hier von P16 gestartet. Aber Gott sei Dank ist im Auto hier nichts passiert, ne? Durch den PC-Absturz ist das Fahrzeug zum Glück heil geblieben und Tommy konnte das Rennen wieder in Angriff nehmen. Das hat einer zurück an die Box geschoben. Ist doch auch cool, wenn man schon wieder lachen kann. Meinst du auf einmal, der Fahrer da weggeploppt ist ins Nirvana? Genau. Ja, du warst mal kurz im Medical Center. Und die 3 Jungs kämpfen jetzt hier um P3. Adriano, Pablo und Miguel. Wow. Oh, hier der ehemals Zweitplatzierte, hier George Bartev, der muss auch irgendwo einen Ausritt gehabt haben, der ist plötzlich auf P6. Unsere aufmerksamen Zuschauer haben den Unfall vorhin im Replay gesehen und jetzt gibt es hier einen Angriff. Russell J. Bright an Art McEwen vorbeigegangen, ein tolles Überholmanöver. Hier vorne alles wie gehabt. Pablo hat jetzt hier zu kämpfen, um sich den Miguel vom Leib zu halten, macht jetzt hier schön alle Wege dicht. Miguel drängelt von hinten. Ich schätze mal, bei dem einen oder anderen werden jetzt auch langsam die Reifen in die Knie gehen. Pablo macht da aber hier unfair dicht, fährt hier immer zickzack. Das ist normalerweise verboten. Und Miguel schimpft schon hier. Da wird geschimpft. Oh, Miguel Morland ist abgeflogen. Erst hat er Suarez ihn geblockt. Und wir sehen es auch oben im Ticker. Aber kann weiterfahren. Timothy Vandenberger ist disqualifiziert worden. Timothy Vandenberger, der Leader, Oh no. crasht ja sein Auto absichtlich. Oh, Fährt hier volle no. Kanne geradeaus. Auto krumm, da wird er bestimmt keinen Bock mehr gehabt haben. On purpose, I think. Yeah. Oh, und der COA scheint hier auch ein Timothy Vandenberger ist gequittet. Ja. Wir haben den Grund gerade gesehen. Ach nee, oder? Timothy wurde disqualifiziert. Das gibt's doch gar nicht. Also heute ist aber wohl wirklich hier der... Er hatte wahrscheinlich einen Schaden, sollte an die Box kommen, hat aber... Dem ist der Lance Simon zum Verhängnis geworden. Er hatte wahrscheinlich einen Schaden, sollte an die Box kommen, hat dafür 3 Runden fast Zeit und hat was seine heute Reparaturstopp aber nicht Oh, das abgesessen. ist so ärgerlich. Und es gab noch einen Zwischenfall, den wir uns anschauen. Ja, ich meine, gut, 2 Dreher und ein Disconnect, so, das, Robert Simpkins. Robert ein bisschen schnell hier in die Kurve, verliert das Auto, zum Glück nichts passiert. Get out of the way. Schnell genug von der Strecke weg, zum Glück nichts passiert. Und weiter geht's. Ah, das war's. Not Roberts 3. Was für ein verrücktes Rennen. Also, Ja, aber das Robert's been having a rough season. ja, ja. Ja. Und der Timothy diesmal unverschuldet aus dem Rennen geritten. Als Führer. Wir haben es eben gerade gesehen, ganz so unschuldig war Timothy an seinem eigenen Ausscheiden heute nicht. Lenz kann man da nicht viel Schuld geben an dem Zwischenfall. Und Timothy hat ja dann auch seine Strafe nicht abgesessen und ist dementsprechend disqualifiziert worden. George Russell und Art kämpfen jetzt hier um P4. Und hier Byron inzwischen auf P9 angekommen. Ein tolles, aber recht einsames Rennen jetzt inzwischen. Lance Simon hinter ihm ist fast eine halbe Minute weg, da passiert nichts mehr und nach vorne geht auch nichts. Was gerade Wind. Kurt hier auf P8, schon über 16 Sekunden weg von Byron. Hat jetzt hier auch Miguel Morland aufgeholt, der ja auch vor uns einen Zwischenfall hatte. Das heißt, wenn ich gleich irgendwie 13. werde? Ja, du bist schon 13. hier, also was als 13. angezeigt. Adriano konnte sich inzwischen freifahren, hat jetzt Michael Morell auf P11 überrundet. Sowohl Russell als auch Art holen mächtig hier auf George Bartev auf, der jetzt bestimmt mit seinen Reifen zu kämpfen hat. Bin immer noch 14. hier. Aber mir zeigt es P13 an. iRacing sagt aber P14. Da wird irgendwo wieder ein Gremlin bei iRacing drinstecken. Offiziell P13 für den Tommy. Ich sag mal Schadensbegrenzung. Dafür läuft es von Byron richtig gut hier auf P9. Byron auf P9, das ist ja super. Hat sich heute hier aus allem rausgehalten, hat zwar den einen oder anderen kleinen Wackler gehabt, aber nichts Erwähnenswertes und wird heute schön in die Punkte reinfahren. Super. Jetzt komme ich, glaube ich, auf 13. Gut, Klapper ist auf 8. Oh, und hier rappelt es jetzt schon wieder. Ach du Scheiße. Jetzt hat's gekracht hier, Art McEwen, George Bartev. Günstige Ersatzteile, Berührung überall im Feld.
Ja, hier liegen Teile. Oha, da waren eine Menge Fahrzeuge involviert. Das gucken wir gleich in Ruhe mal an. Art McEwen ist Feierabend. So wie es aussieht, muss jetzt auch Art McEwen sein Fahrzeug abstellen. Das wird wohl zu schwer beschädigt sein. Total verrücktes Rennen heute. Da haben wir heute einiges nachzubesprechen. Und George Bartev sein George Auto Bartev fährt die hat ja Hälfte. Ende Start- und Zielgerade einen dicken Verbremser. Looks like George had some big lockup, yes. Way too late on the brakes. No, you can't do both at the same time. Ja. Michael Morel in the dust. George fährt zurück auf die Strecke und knallt in den Art rein, der schon wieder unschuldig abgeräumt wird. He lost the rear end and then crashed into Art McEwen. Oh Ja, die dear. Tires Ende. You just see Lost that. No. Ja, ja. Von all dem bekommt Sebastian Zihan hier überhaupt nichts mit, hat inzwischen 17 Sekunden Vorsprung Jetzt bin ich 13. und ist jetzt hier auf Robert Simpkins aufgelaufen, der durch sein Rausfahren inzwischen wieder auf P12 angekommen ist und noch dick Punkte machen wird. Da geht seine Strategie heute auf. Liegt hier heute sogar noch vor dem Tommy, der inzwischen auch offiziell auf P13 angekommen ist. Sebastian geht jetzt gleich in die 38. von 41 Runden, also neigt sich das Rennen so langsam dem Ende entgegen. Und auch Adriano Dantas überrundet jetzt hier Lance Wie Simon. viele Runden bin ich dann zurück? Kannst du das irgendwie sehen? 4. Da gibt es für Tommy nichts mehr zu holen, selbst wenn jetzt hier noch jemand ausfällt. Da ist 4 Runden Rückstand. Oh, und hier gibt es jetzt nochmal ein spannendes Duell um P5. Miguel Morland greift hier George Bartev an und geht auch innen rein. Ich denke mal, da hat er die bessere Position. Wird jetzt hier auch den Platz gut machen. Da sehen wir es. George hat ja auch mit kaputtem Auto zu kämpfen. Da fehlt hier der ganze Seitenkasten. Und von hinten kommt mit Riesenstritten Kurt Klapper angerauscht. Ich schätze mal, den Platz wird er auch noch verlieren. Tommy kann sich das Ganze hier in Ruhe angucken. Sebastian kontrolliert jetzt den Abstand nach hinten und verliert hier ein absolut super Rennen heute. Passt jetzt auf, dass seine Reifen nicht zu heiß werden und fährt das Rennen wahrscheinlich ins Ziel. Top gemacht. Oh, und es gab gerade wieder einen Zwischenfall. Was macht er da? Der Kurt. Oh, da ist hier noch mal so einiges durcheinander gekommen. Ich glaube, der hat mir eine gegeben da. Er hat hier gerade eine gegeben. Der Kurt Klapper. Ein Auto ist krumm. George Bartev mit völlig ramponiertem Auto legt sich hier auch noch mal quer und Kurt kann hier ausweichen. Okay. Kurt, Kurt make no prisoners today. Oh, was that Kurt? Ja. Oh. Und da kommt Tommy um die Ecke gerauscht und muss durchs Grün. Der hatte da gerade einen Unfall mit irgendeinem. Wir haben das wilde Durcheinander gerade gesehen. Ein völlig verrücktes Rennen heute. Bin ich mal gespannt, ob die Ja, die kann ich halt nicht gucken, weil das mein halbes Replay ja fehlt. Sebastian befindet sich in Runde 40 und wird gleich die letzte Runde eröffnen. ja, das mache ich gleich. Ich denke mal, Sebastian ist heute der Das speichere Einzige, ich gleich und schick's dir. der sich heute überhaupt keine Fehler geleistet hat. Ja, ich habe keine Zeit. Bin gleich zum Eishockey. Dann gucken wir das noch später mal. Leg ich dir hin. Letzte Runde. White Flag für Sebastian Coal. Hat jetzt hier Art McEwen überrundet, der inzwischen auf P12 liegt, nach Reparaturstopp wieder rausgefahren. Adriano Dantas auf dem 2. Platz. Und Pablo El Suarez hat jetzt hier den 3. Platz noch an Russell J. Bright verloren. Das haben wir gar nicht im Bild gehabt. Da hat sich Russell hier noch auf den letzten Podestplatz geschoben. Wow. Tommy fährt jetzt das Rennen ja auch noch super zu Ende, direkt hinterm Kurt. Wird auch froh sein, wenn die Zielflagge gleich fällt. Ich habe noch keine weiße Fahne. Wir haben alle die weiße Fahne hier. Ich glaube, wir sehen es hier auch. Tommy hat stattdessen eine blaue Fahne mit dem gelben Strich. Und hier jetzt die letzten paar Meter für Sebastian Coal. Eine Kurve, dann geht es nur noch geradeaus. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, den Sieg hat er sich heute redlich verdient. Der Sieg geht heute nach Frankreich. Ganz stark gemacht. Danach kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Sebastian Coal gewinnt. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir dann unseren Zweitplatzierten, Adriano Dantas aus Brasilien. Auch da einen ganz herzlichen Glückwunsch, tolles Rennen. Ich hoffe, wir sehen ihn öfters mal hier im Grid. Und direkt dahinter dann auf P3 Russell J. Bright. Ich habe die blaue Dingsfahne, aber nicht die weiße. Und auch unser Byron cruist jetzt hier mit seinem Lotus nach Hause. P8, ein Top-10-Ergebnis und das so gut wie unfallfrei. Super gemacht.
Byron kommt hier auf P8 heute ins Ziel. Das freut mich wenigstens. Wenigstens einer ein Top-Rennen heute gehabt hier. Und wie es Byron so ergangen ist, wie gesagt, erfahrt ihr dann nach dem Rennen im Podcast. Heiß Rennen. Oh, und Tommy ja richtig angefressen. Hat das Auto direkt nach der Ziellinie weggefeuert. Wäre heute eindeutig mehr drin gewesen, zumal man bedenkt, dass Timothy heute hier auch geschrauchelt ist. Da hätte Tommy eine Menge Punkte gute machen können. Der Kurt Klapper, der schreit. Also entschuldigt. Nein, der hat geschrieben, Crash, wow. Und das Gesamtergebnis des Rennens wird jetzt hier oben eingeblendet. Ich hab mich in die Box gebeamt. Okay. Und? 13. Scheiße. Ich dachte, ich habe diesen Art mit Even noch eingekriegt da, ne? Nee, eine Runde zu wenig. Timothy Vandenberge hinter mir. Ah. Ja, Komm. Tommy. Oh, ich war so. Ja. Ja, nicht nur die beiden Dreher von mir, sondern halt auch, der Disconnect, so, ne? Das ist natürlich ätzend. Ja. Das ist natürlich. Aber stell dir vor, ich wäre jetzt auf, ne, der Vandenberge so, der wäre jetzt rausgeflogen, ich auf P2 und ich hätte dann den Disconnect gehabt, dann hätte ich mich, glaube ich, noch mehr geärgert. Oh ja. Von daher. Ja, Mann. Ein paar Punkte Unglück. mitgenommen. Und Runde abgeputzt, nächstes Mal geht's weiter. Ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal von unseren Zuschauern. Ganz lieben Dank an alle, die uns zugeschaut haben und mitgefiebert haben. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Und was soll ich sagen? Eine Katastrophe hat die nächste gejagt. Solche Tage gibt es leider auch. Decken wir den Mantel des Schweigens drüber und blicken nach vorn zum nächsten Rennen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich wünsche euch allen alles Gute und bis dahin macht's gut. Ciao.
verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.